Im Namen der Sozialistischen Gleichheitspartei begrüße ich euch alle zu unserer heutigen Kundgebung gegen Kapitalismus und Krieg. Wir haben entschieden, das Massaker im Gazastreifen ins Zentrum unserer Kundgebung zu stellen. Wir verurteilen aufs Schärfste, was aktuell in Palästina passiert. Wir verurteilen auf das Schärfste das Massaker der rechten Netanyahu-Regierung an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza. Und wir verurteilen die Komplizenschaft der imperialistischen Mächte und allen voran der herrschenden Klasse hier in Deutschland. Sie verbieten nicht nur jeden Protest dagegen, sie sind vollständig in dieses historische Verbrechen involviert. Alle Regierungs- und Oppositionsparteien, von der SPD über die Grünen bis hin zur Linkspartei und zur rechtsextremen AfD, haben sich hinter Netanyahu gestellt und seiner rechtsextremen Regierung einen regelrechten Freibrief gegeben, sich für den Aufstand im Gazastreifen grausam an der palästinensischen Bevölkerung zu rächen. Das Ausmaß der Gewalt übersteigt bereits jetzt jede Vorstellung. Mehr als 6.000 Bomben wurden in den letzten Tagen auf den Gazastreifen abgeworfen. Ganze Stadtteile sind komplett zerstört. 1.300 Häuser waren die jüngsten Zahlen. Und es gab bereits mehr als 2.200 tote Zivilisten, darunter Hunderte Frauen und Kinder. 10.000 weitere werden folgen. Die israelische Regierung hat die Bevölkerung des nördlichen Teils des Gazastreifens aufgefordert, Nordgaza bis 15 Uhr zu verlassen. Eine Bodenoffensive, für die mehr als 300.000 Soldaten mobilisiert wurden, steht unmittelbar bevor. Schon am Montag drohte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, Zitat, es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir werden entsprechend handeln. Man muss es klar aussprechen. Das erinnert an die Rhetorik und an die Methoden der Nazis, die auf Widerstand mit brutaler Kollektivbestrafung reagierten. Zum Beispiel im besetzten Polen, wo die Nazi-Besatzungstruppen den jüdischen Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 und den Warschauer Aufstand 1944 brutal niederschlugen, dabei ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichmachten und Zehntausende töteten. Wenn Politik und Medien jetzt diese Verbrechen der Nazis anführen und den Holocaust nennen, um das Massaker an den Palästinensern zu rechtfertigen, ist das der Gipfel des Zynismus und der Kriminalität. Um auch das deutlich auszusprechen, wenn sich die gesamte herrschende Klasse in Deutschland hinter Netanyahus Politik der verbrannten Erde und die Blockade und Zerstörung des Gazastreifens stellt, knüpft sie an ihre eigenen verbrecherischen Traditionen an. Und das Gleiche gilt für die Frage des Antisemitismus. Es sind nicht die unterdrückten palästinensischen Massen und die hunderten Millionen Menschen weltweit, die sich mit ihnen solidarisieren, die den Antisemitismus fördern, sondern die imperialistischen Mächte und ihre Regierungen. Schon der Versuch, die jüdischen Massen kollektiv mit der kriminellen Politik des Netanyahu-Regimes zu assoziieren, ist zutiefst antisemitisch. Gleichzeitig baut die herrschende Klasse in Deutschland mit der AfD erneut eine faschistische Partei auf und verteidigt Akademiker, wie hier in Berlin, den Humboldt-Professor Jörg Barbarowski, der die Verbrechen Hitlers und der Nazis in aller Öffentlichkeit verharmlost. Und jetzt kommen die gleichen Politiker und Medien, die diesen Mann und seine Aussage, Hitler war nicht grausam, verteidigen, oder wie der AfD-Führer Gauland die Nazizeit als Fliegenschiss in der Geschichte bezeichnen und sprechen von Antisemitismus. Was für ein Hohn! Am deutlichsten wird der Gestank des Faschismus und die Komplizenschaft der herrschenden Klasse mit offen antisemitischen Kräften in der Ukraine. Um die Atommacht Russland zu besiegen, bewaffnen Berlin und die anderen führenden NATO-Mächte in Kiew ein Regime, das Nazi-Kollaborateure wie Stepan Bandera verherrlicht und offen faschistische Armeeeinheiten wie das Asow-Bataillon mobilisiert. Viele Menschen sind nicht nur entsetzt über diese Entwicklungen, sondern stellen sich die Frage, was treibt die herrschende Klasse erneut in Richtung Weltkrieg und Faschismus und wie kann diese tödliche Spirale gestoppt werden? Auch das muss man deutlich aussprechen. Wie in den 1930er Jahren ist die Barbarei, die wir jetzt erleben, ein Ausdruck der tiefen Krise des Kapitalismus.
Die Regierungen in den USA, hier in Deutschland, ganz Europa und auch in Israel sind in der Bevölkerung zutiefst verhasst und reagieren darauf mit brutaler Gewalt. Aber das wird sie nicht retten, sondern die Opposition unter Arbeitern und Jugendlichen weltweit befeuern. Das zeigen die Massenproteste, die sich jetzt international entwickeln gegen das Massaker in Gaza. Die SGP, wir unterstützen diese Proteste. Die Arbeiterklasse muss intervenieren, um das Massaker zu stoppen. Wir fordern einen sofortigen Stopp der Waffenlieferungen an Israel und ein Ende des mörderischen Angriffs. Und wir kämpfen für die Einheit der internationalen Arbeiterklasse auf der Grundlage eines revolutionären sozialistischen Programms. Dabei sind die Arbeiter weltweit aufeinander angewiesen. Die israelische Arbeiterklasse kann ihre eigenen demokratischen Rechte nicht verteidigen, ohne für die demokratischen Rechte der palästinensischen Bevölkerung zu kämpfen. Und die Palästinenser können ihren Kampf für demokratische Rechte und soziale Gleichheit nicht ohne ein Bündnis mit der israelischen Arbeiterklasse führen. Und genauso wenig können die Arbeiter hier den Kampf gegen Militarismus, Faschismus und Krieg gewinnen, ohne den palästinensischen Massen zur Hilfe zu eilen und gegen das Massaker in Gaza zu mobilisieren. Das dringende Gebot der Stunde ist die Entwicklung einer vereinten Massenbewegung der internationalen Arbeiterklasse gegen die kapitalistischen Kriegstreiber und für den Sozialismus. Dafür kämpfen wir, die Sozialistische Gleichheitspartei und ihre Schwesterparteien der Vierten Internationale, und das ist die Bedeutung unserer Teilnahme bei den Europawahlen. Vielen Dank. Von dem Standpunkt will ich euch aufrufen, unterstützt unseren Wahlkampf, unterschreibt für unsere Wahlteilnahme und schließt euch unserem Kampf an für Sozialismus, gegen Unterdrückung und gegen Krieg.